I prepared a teaching for you guys today, a short teaching. Und ich habe für euch heute einen Impuls mitgebracht. But before I go into the teaching, I want to do a little bit, not a recap, but a little bit, answer some questions from last week. Aber bevor ich anfange mit meinem Impuls für heute, möchte ich ein paar Fragen von letzter Woche beantworten. And some people had asked, PJ, where do you know this stuff? How do you get this information? Do I have to go to Bible school to know these things? Und ein paar Leute haben mich auch schon gefragt gehabt, hey PJ, woher weißt du diese Informationen? Wie findest du das raus? Muss ich zur Bibelschule gehen? And the answer is no. Und die Antwort ist nein. You can find these things out on your own. Du kannst auch selber diese Dinge herausfinden. One of the best things that you could possibly do for your faith, for your Bible study time, is to get a study Bible. Also eins der besten Dinge, die ihr tun könnt für euren Glauben, für eure Zeit, in der ihr Bibel lest, ist einfach so eine Studienbibel euch anzuschaffen. Okay, my study Bible is like that thick. Meine Studienbibel ist ungefähr so dick, weil seine Studienbibel ist auch meine Studienbibel. And it's really cool because it has like half a page of Bible and the rest is all commentary, all history. It's like it has maps, it has facts about what I'm reading. Und das ist richtig cool, weil die eine Hälfte ist der Bibeltext und die andere Hälfte der Seite sind einfach Kommentare und Erklärungen und Geschichte und Karten. And before every book starts, there's like 10 or 12 pages of just background information about the book. Und bevor jedes Buch anfängt in der Bibel, gibt es bestimmt 10 oder 12 Seiten, wo einfach darüber geschrieben wird, worum es in dem Buch auch geht. A study Bible is a little expensive, but it's so worth it because there's so much information inside. Eine Studienbibel ist ein bisschen teuer, aber es lohnt sich, weil da so viel Information drin steckt. You could get a commentary. Du könntest auch so eine Konkordanz auch dir anschaffen. Not a concordance. A concordance is something different, a commentary. Oh. Ich weiß nicht, wie man ein Commentary auf Deutsch nennt. Also so ein Bibelkommentar heißt es, glaube ich, vielleicht auf Deutsch. It's Bibelkommentar. It's basically a theologian has written or someone has written about the Bible. So it's not the Bible text, but it's all the history and stuff behind it. Also es sind Texte und Bücher geschrieben von Theologen über die Bibel. And a Also nicht die Bibel concordance is direkt. then a book of all like the words and stuff that you can then search in the Bible. Und eine Konkordanz ist ein Buch, wo die Wörter aus der Bibel drin nochmal genauer erklärt werden. And another thing you could do is watch teachings from other pastors, from other theologians that know more than you do. Und was ihr auch noch tun könnt, ist einfach Predigten von anderen Theologen oder anderen Pastoren euch anzuhören, die einfach auch mehr wissen als ihr. Yeah, and get a Bible. Get the Bible app. YouVersion is great. Hol dir auch zum Beispiel die Bible-App YouVersion, Or die ist auch gut. Bible Gateway is really good. Oder Bible Gateway. Or BibleStudyTools.com, a Oder great place. BibleStudyTools.com. Just make sure which websites you use, because some of them might not be that great. Genau, passt einfach auf, welche Webseiten ihr benutzt, weil manche nicht so gut sind, aber die wir genannt haben, Yeah. BibleStudyTools.com, BibleGateway.com und die And YouVersion. Those three are pretty reliable. Die drei sind wirklich verlässliche Quellen. And the information is there. If you guys want it, you'll find it. Und die Information ist da und wenn ihr sie braucht und sucht, dann werdet ihr sie finden. Aber ich glaube, ihr könnt auch jederzeit im PJ schreiben. Of course, you can write me whenever you need me. I'll answer all your questions if I can. Oder er sagt dir, wo du Antworten finden kannst. Yeah, genau. Ja. But you didn't translate my other part. Oh. He will Kannst always mich be zu there. jeder Zeit anrufen. He will always be there. Ich habe das auf Ach, Englisch yes. gesagt. Du sagst, ja, Daniela. I know it's difficult. We got to keep with it. Keep focused. But this week we're going to continue in our series called Context. Und diese Woche geht es weiter in unserer Serie Kontext. And last week we talked about the verse Philippians 4:13. Und letzte Woche haben wir über Philipper 4, 3 Vers 14. 4:13. Philipper 4, Vers 13. Oh, die Zahlen verschwimmen in meinem Kopf. And we just kind of debunked what the common thought is for this verse. Und wir haben einfach diesen Vers uns angeschaut und so ein bisschen da das rausgenommen, was Leute normalerweise darüber denken. And this week we're going to go into the book of Proverbs. Und diese Woche gehen wir in das Buch der Sprüche. Proverbs chapter 3 verse 5. Sprüche 3, Vers 5. And it says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Oh, jetzt hätte ich es mir auch auf der Bible-App holen sollen, aber vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf deinen eigenen We have it on the Verstand. screen for you in German, in case Danny didn't completely correctly translate it. Wir So sollten es you auf can dem see. Bildschirm. Super, ihr seht die Übersetzung. Ich sehe sie leider nicht. But this verse was like one of my favorite verses growing up. Aber dieser Vers war einer meiner Lieblingsverse, als ich noch jünger war. I'm going to sit back for you guys. Okay, ich setze mich ein Stück zurück für euch. Wir machen es uns ein Get bisschen comfortable. bequem.
Okay. My foot still hurts a bit. I have to sit back. PJs Fuß tut noch ein bisschen weh, aber guck mal, PJ hat zum ersten Mal einen Schuh an. Yeah, I have my shoe on Einen again. normalen Schuh. Look at how nice. Schaut mal, wie schön. Ein normaler Schuh. I forgot how to put it on, if I'm honest. Aber nach wie vielen Wochen? 8 Wochen hast du 8 jetzt. weeks, no 8 Wochen shoe. hatte der PJ keinen Schuh an und nur Just diesen the Stiefel. plastic boot. Oh, but now I have it on. Anyway, back to the sermon. Zurück zu unserem Input. This verse was one of my favorite verses growing up. Und dieser Vers war einer meiner Lieblingsverse, als ich jünger war. Not because I found it really cool and biblically, sound. Also nicht, weil ich irgendwie gedacht habe, dass es so biblisch irgendwie cool oder gut ist. I just thought it was really it made me look cool. Ich habe einfach gedacht, oh, dieser Vers der sieht gut aus, wenn ich den benutze. And I used to write it on my MySpace page. Und ich habe so auf meine MySpace-Seite geschrieben, falls ihr wisst, was This is like MySpace ist. before Facebook. Also das ist vor Facebook gab es MySpace. And I wrote it on my book for my school book. Und ich habe so auf mein Buch für die Schule auch drauf On the book geschrieben. cover. Auf den Deckel so Ja. drauf. On the cover. Yeah, it Na, was okay though. I was allowed Ja, to. also er durfte es auf dieses Buch wohl draufschreiben. And I ja. would write it on my bike. I just wrote it everywhere because I thought it made me look cool to know, Proverbs 3:5. Also er hat es auch auf sein Fahrrad geschrieben und hat gedacht, ah ja, okay, das sieht cool aus, wenn es auf meinem Fahrrad drauf ist. And if a girl saw it at church, she'd think I was super spiritual. Und dass, wenn ein Mädchen mich in der Kirche sehen würde, dass sie dann sagen würde, oh, der ist super geistlich. But I didn't know really what it meant. Aber ich wusste nicht so wirklich, was dieser Vers wirklich bedeutet. And it says, trust in the Lord with all your heart. Da steht, vertrau dem Herrn mit deinem ganzen Herzen But don't lean on your own understanding. und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. And this verse doesn't get taken out of context too much, honestly. Und wirklich, um ehrlich zu sein, wird dieser Vers auch nicht so viel aus dem Kontext genommen. But we want to go a little bit deeper today and find out really what does this actually mean? Aber wir wollen heute mit diesem Vers auch ein bisschen tiefer gehen und einfach mal reinschauen, was er wirklich bedeutet. And just kind of figure out why it's so important. Und einfach rausfinden, warum der so wichtig ist. So what does it mean, first of all, to trust? Was bedeutet es zu vertrauen? Who do you trust? Wem vertraut ihr? Maybe you say, I trust my mom Vielleicht sagt ihr, ja, ich vertraue meiner or Mama my dad oder meinem Papa or I trust my teachers. oder ich vertraue auch vielleicht meinen Lehrern. Maybe you say you trust PJ. Vielleicht sagt ihr, hey PJ, ich vertraue dir. But what does it mean to trust somebody? Aber was bedeutet es, jemandem zu vertrauen? Or something to trust something? Oder etwas zu vertrauen? Or to trust in something? Can you say that too? Oder auf etwas, Ja. naja, nicht auf etwas vertrauen. Ja, sich auf etwas verlassen. Yeah. It means to trust someone means to believe what a person says without question or without a doubt. Sich auf etwas oder jemanden zu verlassen bedeutet, ohne Zweifel dem zu glauben oder daran festzuhalten. Or to believe something without needing proof or evidence. Oder etwas zu glauben, ohne dass ihr Beweise dafür braucht. That you trust it. Dass ihr euch darauf verlasst, dass ihr vertraut. So trust in the Lord with all of your heart. Also verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue voll und ganz dem Herrn. What do people put their trust in nowadays? Was sind Dinge, auf die Menschen heutzutage vertrauen? I asked myself this question. I'm like, what are some, well, maybe not just normal things like mom, dad, and teacher, but like some other things? Ich habe irgendwie mehr Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, hey, was sind solche Dinge, vielleicht nicht Mutter oder Vater, sondern andere Dinge auch noch. Maybe like more spiritual things. Vielleicht noch geistlichere Dinge. And I know that people trust horoscopes. Ja, Leute glauben auch an Horoskope. That you're a Virgo, and so that means that something about your life. Ich weiß nicht, was Virgo auf Deutsch für ein Horoskop ist. Ich nehme irgendwas anderes, ein Skorpion oder Ja. was. Und sie vertrauen, dass es einfach das Richtige ist für ihr Leben. And people just go about living their lives because the Scorpio sign said that I'm going to be sad this month, so I obviously that's why I'm sad. Und Leute vertrauen dem, wenn da zum Beispiel steht, oh ja, der Skorpion ist diesen Monat traurig, dann werde ich wohl auch traurig sein. People believe in palm readings. Leute vertrauen auch drauf oder glauben auch so Handlesungen. So somehow this line on my hand means that I'm going to live to be 80 years old. Also irgendwie sagt diese Linie auf meiner Hand aus, dass ich vielleicht 80 Jahre alt werde. Mine's in the shape of an M, Meins sieht aus wie ein M. so it reminds me, or I think it means that I should eat McDonald's tonight. Vielleicht heißt es, dass ich heute Abend McDonald's essen soll. But people put their trust in that kind of stuff. Aber Leute vertrauen da drauf. Or fortune cookies. Do you have fortune cookies in Germany? Yes, ja, so you do. Glückskekse. Yes, you Glückskekse haben wir do. natürlich auch in Deutschland. That Klar. people will go and get a fortune cookie and open up and be like, yes, finally I got a good fortune. Oder Leute schauen sich einen Glückskeks an
und denken, oh ja, endlich habe ich einen richtig guten Spruch da drin oder eine richtig gute Aussage. And it's okay. People believe in these things and they don't get made fun of. Und es ist okay, Leute glauben an diese Sachen und keiner macht sich über die so richtig lustig, Nobody mocks these people. oder? Keiner, na nicht keiner, glaube ich, aber Not very many. It's Aber- more accepted. es ist mehr akzeptiert irgendwie. But if you say you believe in God and you put your full trust in God, it tends to be something that people look at you funny for. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, ich vertraue Gott und ich verlasse mich voll auf ihn, und Leute würden das mitkriegen oder hören, die nicht an ihn glauben, die werden vielleicht ein bisschen komisch gucken. But you see, trust is actually something that we do a lot blindly. Aber Vertrauen ist etwas oder sich auf was verlassen ist, was wir oft auch blind machen im Alltag. People might get upset with Christians for just believing and trusting God blindly, but we do this every single day. Menschen sind vielleicht sauer auf dich oder auf uns Christen, wenn wir Gott vollkommen blind auch manchmal vertrauen. Aber wir machen das jeden Tag, dass wir uns auf Dinge verlassen. See, at the moment, you are blindly trusting something. Im Moment vertraut someone. ihr blind jemandem oder etwas. You are watching this video at home, Ihr schaut dieses Video zu Hause, probably not outside. wahrscheinlich nicht draußen. If you're outside, then it might be different. Wenn ihr draußen seid, dann ist das Beispiel vielleicht für euch jetzt nicht ganz passend. But you're watching this in your house, Aber ihr schaut es bei euch zu Hause and an you trust that your roof has been built properly. und ihr vertraut, dass das Dach auf eurem Haus auch gut gebaut wurde. And it's not going to fall on your head right now. Und dass das Dach nicht einfach auf euren Kopf zusammenstürzt. I'm sure maybe somebody right now is just like, oh no, that's right. Vielleicht dreht sich jetzt der ein oder andere von euch rum und denkt, oh nein, du hast No, recht. of course not. Natürlich nicht. Every day you'd never think, oh my gosh, is the roof going to fall on me? Du wirst nie darüber nachdenken, hey, wird das Dach jetzt einstürzen? Okay, and most of you probably have no idea who built your house. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, wer euer Haus gebaut Maybe hat. your dad built your house, and just don't. This is not example is not for you then. Also vielleicht hat dein Papa das Haus gebaut und dann ist das Beispiel jetzt nicht für euch passend, aber Okay, or you're walking down the street and you just trust that somebody is going to drive by and not hit you. oder ihr lauft die Straße runter und ihr verlasst euch darauf oder ihr vertraut darauf, dass ihr nicht überfahren werdet, wenn ein Auto vorbeifährt. You go to a restaurant and you just trust that the person handling your food knows what they're doing and isn't going to sneeze on your plate. Ihr geht zu einem Restaurant und bestellt Essen und ihr vertraut auch darauf, dass der Kellner, der euch bedient oder der Koch nicht auf euer Essen niesen wird. And you don't think about it, you just trust them. Und ihr denkt dann nicht drüber nach, sondern ihr vertraut dem einfach. I fly every year on vacation and I trust the pilot with my life. Und ich fliege in den Urlaub jedes Jahr und ich vertraue auch dem Pilot mit meinem Leben. I take the Straßenbahn sometimes and I trust the people driving it that Und- they're going to drive it well. Ich steige auch in die Straßenbahn ein und ich vertraue darauf, dass der Fahrer von der Straßenbahn mich auch ordentlich ans Ziel führen wird. So I would say that it's actually pretty easy for us to trust. We do it every day and it actually comes pretty natural to us. Also es ist eigentlich ziemlich einfach für uns zu vertrauen und es kommt eigentlich ganz natürlich in unser Leben. So why not put our trust into someone who cannot fail? Aber warum sollten wir nicht auch jemanden vertrauen oder uns auf jemanden verlassen, der uns nicht verlassen kann oder der uns nicht im Stich lässt? See, this verse is pretty straightforward. It's difficult to take out of context, and so we're not going to try to take it out of context and show what the wrong things are, but we're going to just dig a bit deeper and see what it's really trying to tell us. Und dieser Vers ist eigentlich sehr direkt und man kann ihn nicht so einfach aus dem Kontext nehmen. Deswegen geht es jetzt heute nicht darum zu schauen, wo wird er vielleicht falsch oder richtig interpretiert, sondern wir wollen einfach mit diesem Vers heute tiefer gehen. I want to start with this word. The word proverb in the original in Hebrew, it means to be similar to. Und dieses Wort Sprüche im Hebräischen bedeutet sich etwas angleichen oder etwas ähnlich zu sein. I'm going to butcher this word, but the Hebrew word is mashal, Und ich werde das Wort jetzt vielleicht falsch aussprechen, aber das Hebräische heißt Masal and it means to be similar to. und es bedeutet etwas gleich zu sein. That these things are written so that we could become more like God. Dass diese Dinge geschrieben wurden in den Sprüchen, dass wir so werden können wie Gott oder uns, In his character. dass wir in Gottes Charakter ähnlich werden. And so I want to take a look at this, and we're going to start by looking at the author, by looking at Solomon. Und ich möchte mir das anschauen, indem ich anfange, mal den Autor unter die Lupe zu nehmen. Because if we understand the person writing this, we might be able to understand better what he was trying to say. Weil wenn wir die Person verstehen, die dieses Buch geschrieben hat, dann verstehen wir vielleicht auch besser, warum er die Dinge geschrieben hat, die er geschrieben hat. Now, Solomon was a king, Also der Salomo, der war ein König, a very good king, der war a ein sehr great king, sehr guter König, a very powerful, rich king, ein sehr mächtiger und sehr reicher König, a very good king, ein sehr, sehr guter König. kinda, Irgendwie, sorta. so halb.
You see, he's recorded as the wealthiest king that ever lived and ever will live. Und wisst ihr, er ist als der König in die Geschichte eingegangen, der reichste König war und jemals sein wird. If you read in First Kings, he is described as there will never be another person as rich as Solomon was. Und wenn ihr im 1. Könige lest, dann lest ihr da auch, dass da steht, es wird nie wieder so einen reichen König geben wie Salomo. Crazy. Solomon was rich. He had everything. Verrückt, der Salomo war reich, der hatte alles. But why? Aber warum? And that's what's cool. Und das ist, was cool ist. In First Kings, God asks Solomon what he wants. He's basically like, hey, I'm going to give you a wish. What do you want? Im 1. Könige, da redet Gott mit Salomo und sagt, hey Salomo, was wünschst du dir? Er hat ihm einen Wunsch freigegeben. And like a genie a little bit. Also so wie so ein bisschen ein Flaschengeist. But he's not. It's God, okay? aber nicht kein Vergleich dazu, weil Gott ist Gott. Ja. And Solomon humbles himself in that moment. Und Salomo, der hat sich gedemütigt in dem Moment. And he says to God, he says, you know, I don't want, he like thinking of what he wants, and he says, I want wisdom. Hey, und er sagt zu Gott, ich weiß, was ich möchte Weisheit Or haben. he says, I want understanding and discernment. Ich möchte Verständnis haben, Or he wants wisdom and knowledge. Weisheit und Wissen. Weisheit and Wissen, yeah. Weisheit und Wissen, das ist ein bisschen ein He- Unterschied, ja. That's what he asks God for. Und darum bittet er Gott. And God was happy. Und Gott war sehr glücklich. Like he could have said, I want money or I want all this other stuff. Weil er hätte ja sagen können, hey, ich möchte Geld, ich möchte all diese Dinge haben. But God was so happy that he's like, all right, I'll give you what you asked for, but I'm also going to give you riches. I'm also going to give you power. Und er war so glücklich über den Wunsch vom Salomo, dass er gesagt hat, hey, ich gebe dir auch noch Macht und ich gebe dir Reichtum. And Solomon built a huge kingdom. Und Salomo hat ein riesen Königreich gebaut. And he was used by God and he was super famous. Und Gott hat ihn gebraucht und er wurde wirklich, wirklich berühmt. And people came from all over the place to see him and to ask for his wisdom. Und die Menschen kamen von überall her auf der Welt, um ihn nach seiner Weisheit zu fragen. But something happened to Solomon. Aber es ist auch was passiert mit Salomo. It wasn't the wisdom. Es war nicht die Weisheit, It was the riches. es war der It was all Reichtum. the stuff. All dieses Zeug, was er hatte, It got to him. das hat was mit ihm gemacht. And he started to trust in himself. Und er fing an, sich selber zu He vertrauen. started to trust in his money. Er fing an, auf sein Geld zu vertrauen. And it says in the Bible that he actually turned away from God. Und in der Bibel steht, dass er sich von Gott abgewandt hat. You see, it's very difficult to have so much stuff and also have your faith. Hey, und seht ihr, es ist gar nicht so einfach, so viel Zeug zu haben, so viele Sachen zu haben und gleichzeitig am Glauben festzuhalten. Last week in when we read in Philippians about Paul said he had figured it out, how to be content with a lot and a little. Und letzte Woche hatte Paulus uns ja auch gesagt, oder hat in seinem Brief ja geschrieben, er hat gelernt, mit viel und mit wenig zurechtzukommen. Er hat rausgefunden, wie das funktioniert. So it is possible, Also es ist auf jeden Fall möglich, but it's not easy. aber es ist nicht einfach. It says also that it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than it is for a rich man to enter the kingdom of heaven. Und es steht auch in der Bibel, dass es einfach ist, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als ein Reicher ins Himmelreich. Because it's just so easy to lose track of God when you have so much. Weil es so einfach ist, einfach den Gott zu verlieren in seinen Gedanken, wenn man so viel Reichtum hat. So Solomon lost his focus, Also Salomo hat seinen Fokus verloren and because of this, things were taken from him. und wegen dem Verlust vom Fokus sind Sachen von ihm weggenommen worden. God took his stuff away, Gott hat ihm sein Reichtum oder seine Sachen weggenommen and his kingdom started to crumble. und sein Königreich fing an, kaputt zu gehen. And it didn't completely crumble because God still had a promise to keep through Solomon, and so he allowed him to not fully die, but he took stuff away from him. Und Gott hat ihm jetzt nicht alles weggenommen und hat sich erlaubt, weil Gott auch sein Versprechen Salomo gegeben hat, was er aufrechterhalten wollte. Und deswegen ist auch ihm noch einiges erhalten blieben. But he wasn't able to really experience the promises that God said to him because he disobeyed. Aber er konnte die Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, nicht hundertprozentig erleben, wegen den Dingen, die er gemacht hat. You see, it's easy to trust God when you have a little because you're putting your faith completely in him. Wisst ihr, es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn man nur wenig im Leben hat, weil man sein Vertrauen voll auf Gott setzen muss. But when you have so much, it's easy to start putting your trust in your fame or in your popularity or in your money. Aber wenn man so viel hat, dann ist es einfach, seinem Berühmtheitsgrad zu vertrauen,
seinem Geld zu vertrauen, all den Dingen, die man vielleicht hat, zu vertrauen. And so now we have a little bit of an insight on who Solomon was. Und jetzt haben wir so ein bisschen ein Verständnis vielleicht davon, zu wissen, was für ein Typ der Salomo so war. And I think we can really learn from that, and that this insight really helps us to understand this verse even better. Und ich glaube, dass wir dieses Verständnis auch gebrauchen können, um diesen Vers besser zu verstehen. You see, Solomon was a man that had everything. Und wisst ihr, Salomo war ein Mann, der hatte alles. Everything. Alles. Everything was possible for him. He could obtain whatever he wanted. Er konnte alles bekommen, was er wollte. He had so much money. Er hatte so viel He Geld. had houses, he had land, he had women. Er hatte Häuser und Land und He Frauen. had lots of wives Er hatte ganz viele that he Frauen, shouldn't have had, die er auch nicht hätte haben sollen. but he had them. Aber er hatte sie. And nothing could fill him up completely. Und nichts, wirklich nichts von dem konnte ihn komplett ausfüllen. And he turned his back on God, Und er hat seinen Rücken zu Gott gekehrt and things were taken from him. und Dinge wurden ihm weggenommen. This is the man that wrote this verse, Das ist der Mann, der diesen Vers geschrieben hat, that we should trust in the Lord with all of our heart and not lean on our own understanding. und das ist der Mann, der gesagt hat, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. He's saying, look, with everything you are and with everything you have, Mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, with everything that you want mit allem, was du willst, and everything that you wish to be, mit allem, was du dir wünschst, was du hättest oder wer du wärst, put it in God's hands. leg es in Gottes Hände. Why? Warum? Because you're not supposed to lean on your own understanding. Weil du dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlassen And you need sollst. to realize that you are limited by who you are, but trust in God because He is all-knowing. Weil du realisieren sollst, dass du auch limitiert bist als Mensch, aber Gott ist einer, der allwissend ist. And if we put our trust in Him, He will make our path straight. Und wenn wir uns auf Gott verlassen, dann wird er unseren Weg ebnen. You see, Solomon realized this in his later years of life. This is when he wrote these things down. Und Salomo hat diese Dinge später in seinem Leben aufgeschrieben. Und da hat er auch die Dinge realisiert, als er älter war. And sadly, he didn't take his own advice. Und leider hat er sich nicht an seinen eigenen Rat gehalten. But the wisdom came then later through actual experience. Aber die Weisheit kam dann später durch eigene Erfahrungen. And what about you? Und wie sieht es bei dir aus? Are you someone that's going to trust God? Bist du jemand, der sagt, hey, ja, ich vertraue Gott, Like actually trust God? dass du ihm wirklich vertraust? Or are you someone that thinks you trust God, but when the time comes for the trust to happen, you turn your back on Him? Oder bist du jemand, der sagt, ja, ich glaube, ich vertraue Gott, aber wenn dann die Situation kommt, wo du wirklich dein Vertrauen auf Gott zeigen musst, dass du dann kein Vertrauen hast, Don't be like Solomon. sei nicht wie Salomo. I want to tell you a quick story. Ich möchte euch kurz eine Geschichte noch erzählen It's of a guy, an old guy. von einem alten Mann. His name is Charles Blondin, Und dieser Mann heißt Charles Blondin and he's a tightrope walker. und er ist ein Seiltänzer. And he walked across Niagara Falls on a tightrope. Und er ist über die Niagara-Fälle, heißt es ich glaube Niagara-Fälle, auf einem Seil gelaufen. And he was the big hit. Und er war wirklich der heißeste Mann. Scheiß. Der heißeste Scheiß, So ja, that's ja. He was the shiz. Er war das Beste vom And people Besten. came from all over to watch him do this. Und Leute kamen, um ihn zu sehen von überall auf der Welt. He would walk across with a pole to help balance. Without it, Er ist mit mit einer Stange drüber gelaufen, auch ohne Stange drüber he gelaufen. walked blindfolded. Er ist auch mit Augen verbunden drüber gelaufen. He even brought a stove out onto the middle of the tightrope, a cooking stove, and cooked an omelet and ate it in the middle of the tightrope. Er hat sogar ein Omelett auf einem Backofen oder auf einem Herd mitten über den Niagarafällen Crazy. gekocht und gegessen. He even walked across with a wheelbarrow. Er ist sogar mit einer Schubkarre drüber gelaufen. Real story. Wahre Geschichte. And then came the time that he was going to wheel someone across. Und dann kam der Moment, als es darum ging, dass er jemanden rüberschieben sollte. And he was like, am I going to do it? Do you guys want me to? Und dann hat er gefragt, hey Leute, wollt ihr, dass ich das mache? And everybody had seen him do this so many times with so many crazy things. Und alle Leute hatten ihn schon gesehen, so oft, wie er verschiedene Sachen gemacht hat. They saw him wheel 100 kilos of cement over the Niagara Falls in the same wheelbarrow. Sie haben gesehen, wie er 100 Kilo Zement in dieser Schubkarre über
das Seil geschoben hat. And so the crowd was, yeah, let's do it. Und die Menschenmenge hat gesagt, ja, mach's. Do you think I can do it? Und er hat gesagt, denkt ihr, dass ich es tun And kann? the crowd, yeah, you can do it. Und das Publikum hat gesagt, ja, du kannst es tun. And everybody was hyped and everyone was so excited. Und alle waren so hyped und begeistert. And the guy then, Charles Blondin, he goes into the crowd or up to the crowd. Und dieser Mann kam dann und ging in die Menschenmenge. And he said, you, sir, Und er zeigte auf den Mann und sagte, du Mann, do you believe I can do it? glaubst du, dass ich es tun kann? Yeah, I think you can do it. Und er sagt, ja, ich glaube, du kannst es tun. Well, then get in the Und wheelbarrow. dann hat er gesagt, dann steig in die Schubkarre ein. And the guy went silent. Und der Mann wurde sofort ruhig. Hey, I'm not getting in there. Ich gehe da nicht rein. And how often is that the same with our faith? Und wie oft ist es das Gleiche mit unserem Glauben? You know, we sing these songs. Wir singen diese Lieder. God, call me out upon the waters. Hey Gott, ruf mich raus auf das Wasser, In the great unknown, in das Unbekannte, where my feet may wo fail. meine Füße vielleicht mich nicht tragen können. Spirit, lead me. Geist, leite mich. We sing these songs Wir and we singen- believe them. Wir singen diese Lieder und wir glauben sie. But when the time comes for our faith to be tested, Aber wenn die Zeit kommt, dass unser Glaube getestet wird, we're silent. sind wir auf einmal ruhig. We turn our back. Wir drehen uns um. We act like Solomon, Wir verhalten uns wie Salomo. or like this guy who didn't want to get into the wheelbarrow. Oder wie dieser Mann, der nicht in die Schubkarre einsteigen wollte. My prayer is for you is that in this time we're living in and in the future, that when your time comes to really practice your faith, that you're not shaken. Und mein Gebet für dich ist, dass wenn die Zeit kommt, dass dein Glaube getestet wird, dass du nicht erschüttert bist. That you're able to stand firm and do what is right, what God tells you to do. Dass du fest stehen bleibst und dass du die Dinge tun kannst, die Gott dir sagt, die du tun sollst. That you put your trust, your full trust, all of your heart and all your mind on God. Dass dein ganzes Vertrauen und dein ganzer Verstand, dein ganzes Herz auf Gott gerichtet ist. And in that moment, you don't lean on your own understanding, Und dass du dich in dem Moment nicht auf deinen eigenen Verstand verlässt. because you need to know that God knows more than you. Weil du darfst wissen, dass Gott mehr weiß, als du weißt. So what is God calling you to do? Also, wozu ruft dich Gott jetzt? How is God calling you to trust him? Wie ruft dich Gott oder wozu bittet dich Gott, dass du ihm vertraust? That's your question going on tonight. Und das ist deine Frage, die du heute Abend mitnehmen And I don't darfst. care who you are. Und es ist mir egal, wer du bist. I don't care how old you are. Es ist mir auch egal, wie alt du bist. God is not done with you. Gott ist noch nicht fertig mit He dir. won't be done with you. Er wird auch nie fertig mit dir sein. Until you breathe your last breath, God will always be willing and trying to use you. Bis du deinen letzten Atemzug genommen hast, ist Gott da und will dich gebrauchen. And so what is he calling you to do? Und wozu beruft dich Gott jetzt? And how are you supposed to trust him? Und wie sollst du ihm vertrauen? And how are you supposed to not lean on your understanding, but on his? Und wo sollst du dich vielleicht nicht auf deinen eigenen Verstand verlassen, sondern dich auf Gott verlassen? I'm going to pray. Ich werde jetzt beten. God, thank you that you are good. Gott, danke, dass du gut bist. And I thank you for your word. Gott, ich danke dir für dein Wort. I thank you that it's so good. Gott, ich danke dir, dass es so gut ist. And I thank you that we can learn from not just from the word, but from the people that wrote the word. Gott, und danke, dass wir nicht nur vom Wort lernen können, sondern auch von den Menschen, die das geschrieben haben. God, that we can learn who Solomon was and deeply understand the meaning behind what he wrote. Dass wir ja einfach Salomo auch kennenlernen können und auch die Bedeutung, die dahinter dem ist, was er geschrieben hat. And God, I pray for each and every one of us that we would be able to trust in you 100%. Gott, und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir lernen, dir 100% zu vertrauen. God, that when those times come in our lives where things are difficult, that we be able to not lean on our own understanding of the world, but understand that you know more than we do. Und dass, wenn die Zeit kommt in unserem Leben, wo unser Vertrauen auch getestet wird, dass wir sagen können, du weißt mehr, als wir wissen. God, you are so good. Gott, du bist so gut. Help us to realize this Hilf uns, das zu realisieren. continuously, Ja, einfach auch weiterhin zu realisieren. every day. Jeden Tag. Amen. Amen.